Hallo Nicole. Hi, Julia. Hallo. Schön, dass wir uns heute treffen können. Genau, wir machen ja dieses Interview heute. Und genau, wir sind total gespannt, was du uns alles heute erzählen kannst in Bezug auf deinen Aktivismus beim Bündnis gemeinsam gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumung. Und genau, haben zuerst die Frage, ob du dich vielleicht einmal kurz vorstellen kannst und ein bisschen über deine Arbeit berichten kannst, über deinen Kontext, wo du aktiv bist. Ja, ich bin die Nicole Lindner, bin 48 mittlerweile. Würde ja so anfangen, also ich bin nie selber von Obdachlosigkeit betroffen gewesen, aber Wohnungslosigkeit. Also ich habe lang in Frankfurt am Main gelebt, dann ist das mit der WG auseinandergegangen und musste halt zurück in mein Elternhaus gehen. Die wollten mich dort nicht unbedingt so richtig und wurde ich direkt rausgeschmissen, habe dann einen lieben Partner kennengelernt, dessen Bett habe ich 14 Jahre lang besetzt, sage ich mal, freiwillig aber. Und bin eher über die Mietenpolitik dazu gekommen, das Thema Obdachlosigkeit stärker anzugehen, weil das ist die Grundlage. Also wenn man eine Wohnung hat, kann man gut darum kämpfen, so, aber die Grundlage muss da sein, dass du überhaupt erstmal eine Wohnung hast, um da irgendwie was zu tun. Und wenn man einmal so die Augen aufmacht in der Welt, da kriegt man die nicht mehr zu. Ich bin berentet, ich habe Zeit. Also ja, mein Leben hat so ein paar gesundheitliche Schicksalsschläge erlebt und hat mich, glaube ich, zu der Person gemacht, die ich halt bin. Und ich will was bewegen. Also ich wollte lange, ich gebe es zu, ich war sehr suizidal in meinem Leben, habe mehrere Suizidversuche hinter mir. Und jetzt denke ich, ey, Arschlecken, tralala. Also jetzt will ich was bewegen noch in der Welt. Sterben kann man immer, aber ich will, dass es allen irgendwie ein Stück weit besser geht. Und ich habe in Berlin gelernt durch Steffen Besonders, dass ich nicht alleine bin, dass so viele Menschen sind, die nicht an ihren Tod denken, sondern an alle anderen Menschen irgendwie. Und das hat mich mutig gemacht und ich habe vor nichts mehr Angst. Die können wir alle mal haben. Was macht das Bündnis gemeinsam gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumung aus deiner Perspektive besonders? Das Bündnis ist besonders, weil es, glaube ich, nicht so eine ganz extrem feste Struktur hat. Weil feste Strukturen mit Hierarchien bringen natürlich auch Probleme mit sich, regelmäßige Treffen. Wir sind wie so ein Aktionsbündnis und kommen halt jedes Mal zur Mahnwache zusammen. Da will ich kurz noch zu dem Beginn sagen, ist ja nicht auf meiner Idee gewachsen. Ganz am Anfang gab es das Wohnungslosenparlament, das bei der damaligen transmedialen Inszenierung an der Volksbühne in Berlin gegründet wurde. Also bei der Besetzung der Volksbühne ist das gegründet worden mit von Dietlind, einer obdachlosen Frau, die immer bei jemandem auch mal untergekommen ist. Und die hat uns eingeladen, weil obdachlose Menschen können selber keine Versammlungen, Mahnwachen anmelden, weil die sind meistens nicht juristisch haftbar zu machen, weil ja fehlender Ausweis etc., fehlende Meldeadresse, da kannst du noch nicht mal eine blöde Mahnwache irgendwas anmelden. Und sie hatte uns gefragt, wir haben das dann gemacht und dann waren wir so mittendrin. Und das Bündnis macht für mich besonders, dass wir versuchen, auf Augenhöhe zu arbeiten. Und wie gesagt, ich habe selber einen kalten Po, einen warmen Po, Entschuldigung, manchmal auch kalt, das stimmt, aber dass wir gemeinsam mit Menschen, die selbst Erfahrungsexpertinnen sind, die auf der Straße gelebt haben oder aktuell noch leben, dass wir einfach das gemeinsam wuppen und versuchen, jeden individuell mit seinen Bedürfnissen und Wünschen zu sehen, was es auch nicht einfach macht, weil wir sind alle so verschieden und jeder hat so seine Geschichte im Leben und da knallt es natürlich auch mal, aber ich glaube, dass wir immer wieder punktuell zu der Mahnwache am Tag der Wohnungslosen, 11. September zusammenkommen, dass wir bei der Mietenwahnsinn-Bündnis da auch bei der großen Demo die letzten Jahre immer mit irgendwie dabei waren, mit einem eigenen LKW und so. Das macht das besonders, dass wir versuchen, über die Grenzen hinweg zu denken und uns nicht so wichtig zu nehmen, sondern das Gesamte irgendwie. Ja. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was die Mahnwache eigentlich ist und was ihr im Aktionsbündnis überhaupt macht? Genau. Also, die Mahnwache ist eine Versammlung, eine Kundgebung, die aber über Nacht geht. Und zwar die ersten Jahre haben wir das immer im Januar gemacht, also da wie jetzt, wo es einfach arschkalt ist. Und bei der ersten Mahnwache bei minus 16 Grad, Daniel kann es bezeugen, über Nacht ist alles eingefroren.
Wirklich alles, das hat mich so demütig gemacht. Alten Leuten gegenüber, die draußen sein müssen. Ich wusste, ich kann nach 3 Tagen 2 Nächte einmal dort verbracht. Wieder zurück in eine warme Badewanne. Wie viele können das nicht? Ja. Und das war, und dann haben wir das weiter im Januar gemacht. So bei der 2. oder 3. Hat dann Berlin die Zählung von obdachlosen Menschen angestoßen. Und da hat sich ja auch eine Gruppe gegründet. Und wir waren da sehr kritisch gegenüber der Zählung, weil viele Leute haben sich versteckt, die wussten gar nichts davon. Und was bringen Zahlen oder Statistiken über die Anzahl von Menschen ohne ein Zuhause, wenn nicht parallel eine Statistik entsteht, wie viel Leerstand das in den Städten gibt und wie viel Wohnraum eigentlich da wäre, der nur falsch genutzt wird oder gar nicht genutzt wird. Und weil sich einfach politisch nichts ändert, weiterhin nur verwaltet wird, anstatt nachhaltig irgendwie was anzustoßen, muss man halt, wir könnten eigentlich täglich vom Roten Rathaus oder irgendwo stehen, es ändert sich ja nichts. Ja. Die Menschen sind blind, sind beschämt, gucken weg und das, was sie machen könnten, tun sie nicht aus verschiedenen Abhängigkeiten. Und das ist einfach fürchterlich, es wäre so einfach. Eigentlich wäre es einfach, wenn man vom Logischen her geht. Aber Eigentumsrecht ist halt ein hohes Gut und da zählt die Würde des Einzelnen besonders wenig. Sage ich mal, gerade die untenrum antastbar sind in der Würde, die halt kein Geld haben, die sich nicht verteidigen können richtig, die vielleicht dann auch noch konsumieren, was ich mittlerweile total verstehe, dass Menschen auf der Straße konsumieren. Ich habe da auch Ängste und Vorbehalte und sowas, aber ich kann es verstehen. Und einfach dieses Verständnis führt vielleicht auch dazu, dass man versucht, ein bisschen ruhiger zu sein und so lange wie es geht. Einfach. Und wie setzt sich das Bündnis zusammen? Welche Gruppen sind dabei oder wer ist da mit? Also so, um das für Außenstehende nochmal zu erklären. Berlin ist ein ganz großes Netzwerk. Angefangen hat es halt mit dem Wohnungslosenparlament. Da war unter Druck, das ist so ein kleiner Tagestreff, da haben wir uns anfänglich getroffen. Also Einzelpersonen. Leute, die bei Trägern arbeiten, aber vielleicht nochmal einen anderen Blick haben und was verändern wollen. Und super viele Initiativen und nun für Obdachlosenrechte ist dazu gekommen, die ja erst die Zählung gemacht hat, aber dann sich gefunden hat, um auch nachhaltig irgendwie was zu bewirken, weil auch die Gelder weggefallen sind. Mietenwahnsinn, Bündnis, die Maikronis, super viele MusikerInnen, die jedes Jahr sind es eigentlich die gleichen, die so am Start sind. Aber auch Fadel, der habe ich lange nicht gesehen, auch ein obdachloser POC, also der versucht da echt, ja. Also, sag mal, alle eher sozial gerichteten Initiativen versuchen wir ins Boot mitzuholen. Und auch sogar ein bisschen die Klimabewegung, weil gerade Abriss von bezahlbaren Häusern, das ist einfach abartig, was da passiert, dass da Wohnraum vernichtet wird und ja, mit einem Flüchtlingsrat, Seebrücke, also wir waren mal, sagen wir mal, über 50 Initiativen. Es sind nicht alle immer da, aber es werden alle immer informiert und es kann jeder mitmachen, auch jede Einzelperson. Und das ist schon Wahnsinn, 50 Initiativen. Ja, die sind aber natürlich nicht alle am Start. Das ist ja das Problem. Das siehst du ja selbst. Also alle, die bei Plenas regelmäßig sind, erkennen, glaube ich, dass immer die gleichen Leute die Macher sind. Viele, die Ideen einbringen, aber denen fehlt vielleicht die Kraft. So, und es braucht halt mehr, sag mal, jüngere Leute, wie ihr seid keine Sicherheit. Ich kann mich bei Ena Mahnbacher erinnern. Wir waren so durch und dann hast du irgendwie angerufen bei denen und dann kamen 20 ganz junge Leute und die haben in einer Geschwindigkeit die Zelte abgebaut und alles in den LKW geräumt. Dann hier zum Kiezanker hergefahren. Kiezanker hier ist sehr integriert, gerade mit Bierzeltgarnituren, die haben uns anfänglich den Pavillon, der dann wegen Wind zerstört wurde. Da gibt es so viele kleine Geschichten, die innerhalb der 8 Jahre gelaufen sind. Also es ist schon wie so ein kleines Buch. Welche politischen oder administrativen Entscheidungen siehst du, die ganz allgemein Menschen in die Wohnungslosigkeit drängen? Ja, ganz allgemein. Also ich kann es total runterbrechen. Seitdem Wohnraum eine Ware geworden ist, hat der Kapitalismus zugelassen, dass Menschen, die sich nicht wehren können, nicht genug Geld haben, außen vor sind.
Und selbst Wohngeld ist ein Durchreichposten. Solange erlaubt wird, dass Zwangsräumung dazu führen, dass Menschen ihr Zuhause verlieren, ohne zu wissen oder ohne im Kiez selber wirklich eine adäquate Wohnung zu kriegen zu dem gleichen Preis, solange das nicht passiert, ändert sich gar nichts. Also die Polizei beschützt Beton, anstatt Menschen zu beschützen. Die räumen eher Leute auf die Straße, lassen die erfrieren. Obwohl, was weiß ich, gab es so Geschichten mit Rosemarie Flies und so. Da war klar, dass die total krank ist und dass, wenn die auf die Straße kommt, dass die sterben wird. Und so ist es auch passiert. Ne? So, und da gibt es so ganz viele. Und das Oberste ist, glaube ich, Kapitalismus ist das Problem. Und dass Grundbedürfnisse einfach ausverkauft wurden und die Leute bevorteilt werden, die Immobilienakteure sind und die Leerstände haben können dann Anträge schreiben, können sich davon freikaufen, dass er halt den Raum, der eigentlich dem Allgemeinwohl dienen sollte, laut Grundgesetz 14 Absatz 2, solange das nicht betrachtet wird und da keiner mal fett die Leute anzeigt und anklagt, ändert sich da nichts. Und das geht natürlich nach unten in die, also das ist ja sehr Bundesebene, ne? Aber auf kommunaler Ebene, da wird halt auch nicht viel gemacht, da sehe ich ganz viel Filz innerhalb der Verwaltung und in der Politik und Verstrickung. Das, was weiß ich, der die Wohnaufsicht in Mitte führt, dass der auch der Baustadtrat ist, also der wird sich ja selber nicht in Bein stellen und frage mich, wie viel da auch in der Immobilienwirtschaft selber manchmal Immobilien haben, dass sie dieses System nicht ändern, dass Sachen nicht kontrolliert werden wie Eigenbedarfskündigung. Gibt es da wirklich Eigenbedarf? Weil jeder, der in der Wohnung ist, der hat ja schon mal den Bedarf. Also, dass Menschen ausgetauscht werden können, dass wir nur eine Nummer sind, das ist einfach eklig im Kapitalismus. So, wir sind alle so viel wert und könnten viel gemeinsam erreichen, aber das ist irgendwie gar nicht gewollt, weil ansonsten man kann ja dann die Leute nicht erpressen, ja, wenn du nicht so funktionierst in dem System, was wir halt irgendwie eingerichtet haben, dann bist du schnell weg vom Fenster und kannst froh sein, wenn du noch Geld kriegst, bis dir das dann auch noch gekürzt wird und so. Ne? Also man ist erpressbar als Mensch. Und ich bin berentet, ich bin nicht erpressbar, ich kann mich alle mal. Ja. Und würdest du denken, dass nach deiner vielen jahrelangen Erfahrung im Aktivismus und im Empowerment und mit vor allem Menschen auch mit Selbstvertretung, wie würdest du die Wirksamkeit deines Bündnisses oder deiner Arbeit einschätzen? Hast du den Eindruck, dass ihr was verändert? Da hat sich nichts verändert. Keine Wirksamkeit. Vielleicht für den einen oder anderen, der mitwirkt, der dadurch stabiler geworden ist, wie Leute aus der Habersattstraße und so. Also das hat für einzelne Personen hat das was bewirkt. Aber im Großen und Ganzen ist eher eine größere mediale Aufmerksamkeit zu dem Thema geworden, dass jedes Jahr mehr und mehr darüber berichtet wird, über das Thema Obdachlosigkeit im Allgemeinen. Das ändert immer noch nichts, ne? Aber zumindest wird versucht, das ins Bewusstsein zu rücken, dass nicht die Obdachlosen, dass das alles einzelne Personen sind mit einer Geschichte, die wertvoll sind. Und nicht bloß, ich will diese Wörter gar nicht, ne, die haben sie im Zweiten Weltkrieg verwendet, diese Wörter. So, da sind auch Leute ins KZ gekommen. Aber dieses Bild, das muss verändert werden. Dass es sogar berufstätige Menschen gibt, die kein Zuhause haben, die in Büros schlafen etc. So, oder die Frauen, die sich halt bei irgendeinem Mann hinlegen müssen. So, das sind so viele Schicksale, also das müssten, wie gesagt, ich würde mich freuen bei der Mahnwache, wenn da mal die große Politik kommen würde und mal so eine kalten Arschnacht einfach miterleben. Also eingeladen waren sie immer so, aber da hat sich keiner mal mit hingestellt und mal über Nacht an der Feuerschale gestanden, um zu wissen, wie es ist. Scheiße, man ist müde, man würde sich gerne hinlegen, aber kannst du gar nicht, frierst und hast ja auch gerade keinen körperlichen Schutz, wenn du angreifbar bist draußen. So, das. Und wie würdest du das, weil es auch wichtig ist, das Thema Frauensternchen, wie würdest du das in der Empowerment-Bewegung sehen oder überhaupt in den Kreisen, in denen du tätig bist, sind da viele Frauen aktiv oder ist es eher so, dass es eher von Männern dominiert ist? Um ehrlich zu sein, finde ich,
dass in der Bewegung sogar mehr Frauen sind als Männer. Erstaunlicherweise, ich weiß nicht, ob das an der Empathie von Frauen liegt oder dass da der Mut da ist, dass man irgendwie was tut, so für sich. Ja, ich finde, Frauen sind wesentlich aktiver. Mir fehlt in unserer Bewegung immer noch so ein bisschen die queere Bewegung, so, die ist irgendwie vereinzelt, wie auch Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund sehr vereinzelt sind. Das ist so ein internes strukturelles Problem, dass wir alle als Gruppen gar nicht so zusammenkommen. Das ist gesetzlich, das ist strukturell, weil die Gesetze so gemacht sind. Der eine wird nach dem Paragraphen bezahlt, der andere nach dem Paragraphen. Deshalb kommt man weder bei den Ämtern irgendwie zusammen, noch innerhalb der Initiativenlandschaft. Gab den Versuch, gutes Wohnen für alle, total großartig, aber das ist mal 3 Tage, wo das total cool läuft, man kommt mit ganz vielen Menschen zusammen, aber dann bricht das wieder ab, so dieses Durchhaltevermögen, regelmäßig Plenas zu machen, an Themen zu arbeiten, lässt nach, weil jeder privat ja auch noch ein Päckchen trägt auf der Schulter und gerade, ich bin berentet, ich habe Zeit, aber es sind viele Arbeitende, die das nebenbei machen, da frage ich mich manchmal, wie wuppen die das? So. Welche Arten von Ressourcen stehen Menschen in Wohnungslosigkeit in Europa derzeit grundsätzlich zur Verfügung? Boah. In Berlin natürlich gibt es zig Anlaufstellen, Stadtteilläden, ob da immer die Leute gern gesehen sind, ist die Frage. Es gibt Tagestreffs, aber wie gesagt, die haben immer Öffnungs- und Schließzeiten. Es gibt nichts 24/7-mäßiges, dass die Leute wirklich einen ganzen Tag dort sein könnten. Selbst im Winter haben sie die U-Bahn zugemacht und so abartig. Aber es gibt natürlich Notunterkünfte, wo man sich hinwenden kann. Dann kannst du über den Paragraph 67 erstmal anzeigen, dass du sag mal, eine Wohnung brauchst oder Hilfe brauchst, gilt aber natürlich nicht für alle. Wenn es die europäischen Mitbürgerinnen sind, dann wird es dann schwierig und von weiter weg so und so. Da gibt es sehr viele illegalisierte Menschen. Also es gibt schon Anlaufstellen, es gibt auch Gruppen und ich glaube, das ist etwas, was sich auf der Straße super schnell rumspricht. Wo gibt es welche Küche für alle? So, wann, an welchem Tag kannst du dorthin mal duschen gehen? Letztens hat uns jemand erzählt, was weiß ich, irgendein Bad, also so ein Schwimmbad, dass die Person dort hatte einen Deal, alles klar, ich kann dort duschen gehen, darf halt nicht in das große Bassin, aber duschen kann ich dort. Das läuft, also das ist, es gibt eine Menge Sozialarbeiter von Gangway, Stadtmissionen, es gibt aber auch viele zivil engagierte Ehrenamtliche, den Leuten Essen bringen. Es gibt, warum sind gerade in Berlin, kommen so viele Menschen her, die kein Zuhause haben? Weil es hier eine gewisse Art von Struktur und ein Netzwerk gibt. Wenn du aufs Dorf gehst, da interessiert sich keiner für dich, dann erfrierst du halt vielleicht irgendwo. Und auf Europa zu sprechen zu kommen, also Finnland ist total toll mit dem Housing First Modell, was die dort fahren. Also da gehen die Zahlen ja schlagartig zurück. Ich glaube, Finnland ist auch natürlich ein bisschen nationalistisch und so. Leider ist das so, aber ist ein großes Land, nicht so viel Bevölkerung. Deshalb geht das vielleicht einfacher, dass die Leute einfach erstmal eine Wohnung kriegen und sich dann um die Sorgen und Probleme kümmern. Aber es braucht natürlich trotzdem also kein sozialarbeitende Person würde seinen Job verlieren, wenn alle jetzt eine Wohnung hätten. Weil es genug psychische und soziale Probleme gibt, die immer noch der Hilfe bedürfen. Aber dieses Grundrecht auf ein Zuhause wäre geil. In Ungarn beispielsweise, da hat man ein Recht auf ein Zuhause, aber da ist es verboten, obdachlos zu sein. Da sind vor 5 Jahren oder so, sind mindestens 80 oder 90 Leute in kalten Wohnungen erfroren, weil du hast zwar ein Recht auf eine Wohnung, aber kein Recht auf Wärme. So. Das sind so, in Frankreich war bis vor ein paar Jahren, wurden Zwangsräumungen wenigstens über Winter ausgelagert, so ein Zwangsräumungsmoratorium, was weiß ich, von Oktober, wo hier in Deutschland ja die Kältehilfe anfängt, bis Ende März haben sie in Berlin 1225 Betten bei 6000
angeblich obdachlosen Menschen auf der Straße, aber dort war das über Winter verboten. Natürlich ab April kam dann wahnsinnig natürlich die ganzen Zwangsräumungsbescheide. Ist in Wiener Modell, wäre toll, was die Wohnraumversorgung angeht, das mehr in städtischer Hand ist als in privater Hand. Und zum Beispiel in Spanien gibt es, glaube ich, auch das Grundrecht auf Wohnen, und da konnte sogar mal jemand wegen einer Zwangsräumung nach Den Haag klagen, weil das in der Landesverfassung drin ist, und das wurde dann ausgesetzt. Also ich glaube, wir könnten überall gucken und uns die Bausteine rausnehmen, aber da müsste sich, glaube ich, grundlegend systematisch verändern, dass Geld nicht mehr so wichtig ist, dass Nachbarschaft, Freundschaft, das Zusammenhalt und dabei die Natur zu bedenken, dass das und unsere Intelligenz, die wir eigentlich haben, dass das unser großes Gut ist, wo wir gut zusammenhalten können. Aber solange sich alle schön verstreiten und ob der macht, mal hier, mal da, dann wird es schwierig. Könntest du nochmal die rechtliche Lage von Zwangsräumung in Deutschland, also wie ist das hier, wenn jemand hier als zwangsgeräumt werden würde? Also ist es so, man kriegt zum Beispiel wegen einer Eigenbedarfskündigung oder es gibt Zwangsräumungen wegen allen möglichen Scheiß. So, was weiß ich, also man hat natürlich das Recht auch auf Unordnung in der Wohnung, aber wenn dein Vermieter das spitz kriegt und will vielleicht eine tolle Wohnung haben oder will die veräußern als Eigentum oder sowas, versucht er dich rauszukriegen. Und dann stellt er einen Zwangsräumungsantrag, du hast dann die Möglichkeit, einen Räumungsschutzantrag zu stellen, verhindert nicht, dass du rausfliegst, verhindert nur die Zeit, dass du mehr Zeit hast sozusagen, das zu machen, die zeitlichen Abläufe weiß ich nicht genau, das wäre vielleicht das, weil hier ist ja auch jemand, der mal zwangsgeräumt wurde, von daher, der weiß am besten, wie das ist, aber der Punkt ist, also du hast natürlich ein paar gesetzliche Möglichkeiten und es gibt sogar einen Paragraphen, der verhindern würde, dass man obdachlos wird, weil der Raum könnte beschlagnahmt werden zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. So, ich will nicht, Paragraph 34, das macht aber die Kommune meistens nicht, weil die Angst haben, dass der Eigentümer, das sind ja meistens nicht einzelne Personen, sondern irgendein scheiß Konsortium oder sowas, dass die sozusagen dann den Bezirk verklagen, wenn du dann da irgendwas kaputt gemacht hast, und haben halt Angst vor Klagen. Und dann kommt irgendwann der Tag der Zwangsräumung, wenn du aktiv schon bist, kriegst du vielleicht so eine Gruppe wie Zwangsräumung verhindern dazu, zu versuchen zu intervenieren, dass die sich vor deine Tür oder sowas setzen oder eine Demo anmelden oder sowas, aber die Cops sind ja mittlerweile auch schlau, da wird dann, was weiß ich, die Gerichtsvollzieherin als Polizistin verkleidet, dass die nicht aufgehalten wird, dass die sozusagen das Schreiben übergibt. Und dann, wo kommt man hin? Ja, eine Massenunterkunft. Wir waren bei einer Zwangsräumung während der Corona-Zeit von dem Kolja, weiß ich noch, wir standen dort zu viert und da ist ein Aufgebot an Bullen gekommen, also das ist richtig krass, ne? Und dann sagt der eine Cop noch, naja, der kommt doch wieder in eine Wohnung. Nee, nix, der hat im Auto danach gelebt. So. Und habt ihr die Zwangsräumung erfolgreich verhindert? Nee, da ist eine Wanne mit Cops gekommen. Die Person hatte vielleicht nicht so viele solidarische Freunde. So wir sind ja auch alles Menschen und haben auch Fehler und sind nicht immer einfach. So, und also das konnte man nicht verhindern. Wir haben dann gehört, der hat bei irgendjemand im Schrank dann gewohnt. So, dann im Auto, weil kein Kennzeichen dran und so, ist aber auch sehr aktiv gewesen in der Klimabewegung. Also ich frage mich, wie die Leute das manchmal machen und überleben. Also ich hatte über Jahre chronische Schmerzen. Ich glaube, ich wäre auf der Straße kaputt gegangen. Wie machen das Menschen? Wie machen die das? Also das wundert mich täglich bei den Temperaturen jetzt draußen. Wir fahren in Pankow immer vorbei, da ist ein Riesenberg Klamotten und das erste Mal, als ich den gesehen habe, saß eine alte Oma dazwischen und hat so sortiert. Ne? Mittlerweile stehen dort 3 Zelte. So, ich habe da auch vielleicht ein paar Ängste und zu viel zu tun, ist aber keine Ausrede. Eigentlich musste ich da mal gucken, wie geht es den Leuten dort. Dort dann sind so ganz komische Leute wie strukturell, wie Little Home, nenne ich es mal. Einer, der so Hütten gebaut hat, der aber mittlerweile das als Geschäftsmodell nutzt, dann die Obdachlosen wieder rausgeschmissen hat und versucht da mit Knebelverträgen. Und das ist bloß eine Hundehütte von 8 Quadratmeter. Vielleicht besser als gar nichts, aber
Doch wenn dann bloß nur als für einen Monat. Und gerade weil Berlin ja was Besonderes hat, das Recht auf Wohnen steht in der Berliner Verfassung drin, unter Artikel 28. Und Massenunterkünfte sind keine Unterkünfte, also ist kein Wohnraum, das sagen die ja auch. Normalerweise müsste das eigentlich verboten sein, eine Zwangsräumung. Ich würde da gerne mal so einen Klageweg beschreiten, aber naja, so viel zu tun, ne? Weil sonst gibt 1000 Gedanken und Ideen, was man machen könnte. Aber es gibt Gruppen, die versuchen, auch diese Wege zu gehen, aber es ist halt nicht einfach. Und würdest du denken, es gibt Parallelen zwischen Berlin und anderen großen Städten? Vielleicht auch nochmal als Message für die Leute aus Granada oder aus Italien? Na klar. Gerade Ballungszentren, die großen Städte, die haben alle das gleiche Problem. Also, und da ist vielleicht noch, sag mal, in den südlicheren Gefilden, Spanien etc., ist es noch härter, weil da viele Touristen kommen und Leute ihre Wohnung für die Touristen geben, um ein bisschen was an Geld zu verdienen und so. Und der ganze Airbnb-Scheiß, diese ganzen Ferienwohnungen, ist fürchterlich. Und es gibt europaweit Demonstrationen. Es gab ja auch mal, Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Dame hieß, die war im Europarat, die hat wie geforscht und dann auch einen Film gemacht zum Thema Obdachlosigkeit in Europa. Und jetzt während der Mahnwache in diesem Jahr sind ja auch gerade die Housing Action Days, die Europa mehr oder weniger sogar weltweit zwischen dem 23. und 29. März stattfinden. Und wo zur gleichen Zeit sozusagen das Thema Wohnraum, Wohnen angeprangert wird, wie der Umgang damit ist, wie der Umgang mit den Menschen ist, wie der Umgang mit der Natur ist, Sandmafia. Es gibt so viele Punkte, die man da aufzählen könnte. Und das stärkt natürlich, dass es eine weltweite Vernetzung gibt. Also wir waren letztens beim Plena, waren 40 Leute aus Atlanta, aus Simbabwe, von den Philippinen. Ich glaube, da gibt es so eine Art, dass ganz viel gepachtet wird und so. Also wir müssten voneinander lernen und miteinander lernen und an den Gemeinsamkeiten festhalten und uns ob der Unterschiedlichkeit aber nicht zerstreiten. Ja, Gemeinsamkeiten suchen. Das ist so. Mega toll. Dankeschön. Hey, ich bin die Nicole und bin ja vom Bündnis gegen Obdachlosigkeit und Zwangsräumung. Und das war gerade ein Kreuz eines verstorbenen Menschen, der auf der Straße verstorben ist. Und es gibt sehr viele Menschen, die auf der Straße versterben. Und jetzt im Januar, seit Januar sind in Hamburg 18 Menschen verstorben, obdachlose Menschen. Und es müsste nicht sein, wenn Leute eine Wohnung haben, wenn wir mehr Fürsorge betreiben würden untereinander. Und da bräuchte sowas nicht sein. Und ganz perfide finde ich dieses eklige, ja, die wollten nicht, dass wir heute hier diese Geschichte, diese Mahnwache machen. Ich finde das so scheiße, dass sie uns vertreiben wollten. Hier war noch vor kurzem roter Teppich. Vor kurzem war ja noch so ein geiler roter Teppich, wegen der Berlinale, also da sind die Stars gekommen. Denn wir sind auch alle Stars. Jeder Einzelne ist ein Star. Und es wäre so geil, wenn mal für uns, für die Menschen, die nicht so viel haben, auch der rote Teppich ausgerollt wird. Wird aber nicht, das müssen wir uns selber ausrollen. Und das machen wir. Und wir haben gekämpft und selbst die Cops haben gesagt, nö, wir dürfen hier auf dem Privatgelände sein, weil es ist angemeldet. Versammlungsrecht ist nun mal ein hohes Gut, also dürfen wir das auch machen. Also widerständig sein und gesund dabei bleiben, wenn es geht.